Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Weltgestalter, wo es darum geht, wie wir als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen. Mein Name ist Nicole Heimann, ich bin Künstlerin, evangelische Theologin und Autorin von dem neuen Buch Weltgestalter. Das kommt am 1. August 2022 beim SCM Verlag raus. Und mit diesen Videos möchte ich euch einfach schon mal mit hineinnehmen, damit ihr sehen könnt, was das eigentlich ist. Heute fangen wir mal mit einer ganz grundlegenden Frage an. Wenn ich sage, als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen, also aus christlicher Perspektive, ja, erstens, was ist nachhaltig? Und zweitens, was geht es uns als Christen an? Gehen wir zum ersten Teil der Frage. Nachhaltigkeit. Das ist ja ein ziemliches Trendwort, was wir von der Politik bis hin zur Werbung hören. Aber was meinen wir damit eigentlich? Im Prinzip ist es ganz einfach. Nachhaltigkeit bedeutet, dass eine Sache, sei es ein Produkt oder ein Gesetz, möglichst vielen verschiedenen Lebensbereichen langfristig zum Leben dient. Also in anderen Worten, es soll nicht nur mir helfen, es soll auch möglichst anderen Bereichen helfen, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch längerfristig, nachhaltig. Man könnte auch sagen, ganzheitlich. Und eine Definition, die das besonders gut auf den Punkt bringt, meiner Meinung nach, ist das sogenannte Drei-Säulen-Modell nachhaltiger Entwicklung. Das klingt erst erstmal sperrig, ist aber eigentlich ganz einfach. Das sehen wir hier auf der Whiteboard vorbereitet. Nachhaltigkeit ist nach diesem Modell nicht nur ein Bereich, sondern eine Schnittstelle aus 3 großen Bereichen. Und zwar erstens Ökologie, also Naturschutz, Ökonomie, also Wirtschaft und Geld, und das dritte Sozialwesen, also Schulen, Kindergärten, Familienberatung und so weiter. Nachhaltigkeit ist also nicht nur Naturschutz, nicht nur Wirtschaft, nicht nur soziale Gruppen, sondern es dient möglichst allen verschiedenen Bereichen. Es ist also eine Schnittstelle aus allem 3. In meinem Buch Weltgestalter schreibe ich dazu auf Seite 16: Natürlich macht nicht jeder alles. Aber trotzdem kann man als Einzelperson, Firma oder Verein seinen Schwerpunkt so legen, dass er mehr im Blick hat als nur sich selbst. Wenn ein Wald aufgeforstet wird, ist es zum Beispiel ein ökologischer Schwerpunkt. Aber wenn die Aufforstung ganzheitlich passieren soll, muss das Projekt auch ökonomisch und sozialdienlich sein. Die Aufforstung sollte auch Jobs schaffen und das soziale Miteinander vor Ort nachhaltig verbessern. Bäume zu pflanzen darf nicht nur dem Wald dienen. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil der Frage: Was geht das uns als Christen an? Eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn wir Christen behaupten, dass wir eine gute Nachricht für wirklich alle Menschen und alle Lebensbereiche haben, dann müssen wir auch fragen, wie kommt diese Nachricht genau der Welt zugute? Anders gefragt, was macht das Evangelium zur guten Nachricht für deine Nachbarin, die vielleicht gerade einsam ist, für deinen Bürgermeister, der Entscheidungen treffen muss, oder für den Gastarbeiter, der deinen Spargel erntet? Was macht das Evangelium zur guten Nachricht für den Stadtpark? Was macht das Evangelium zur guten Nachricht angesichts Klimawandel, Umweltverschmutzung, sozialer Ungerechtigkeit oder auch für die Dinge, die ganz privat in meinem Alltag sind, die halt außerhalb der Kirche passieren? Wir werden in späteren Videos darauf eingehen, was da konkret werden kann. Im nächsten Video zum Beispiel, was ist dieses Evangelium, was ist diese gute Nachricht, die wir Evangelium nennen. Aber heute soll erstmal reichen, das Evangelium ist eben nicht einfach nur eine Liste an Regeln für meine frommen Gedanken, sondern es geht um eine Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Ja, zwischen Gott und mir, aber auch Gott, mir und den Mitmenschen und der ganzen Schöpfung. In anderen Worten, es ist eben nicht nur geistliches Leben, Privatleben, politisches Leben, Arbeitsleben, sondern alles zusammen ist wie ein ganzheitliches Netz, ähnlich wie in diesem Modell der Nachhaltigkeit. Und deswegen geht es uns sehr wohl was an, wie diese Nachricht, diese gute Nachricht ins Leben kommt. So, das war es aber erstmal für heute. Ich hoffe, du konntest für deinen Alltag einige Gedanken mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lass gern einen Like da und teile das Video mit deinen Freunden. Lass auch gern einen Kommentar da, um zu sagen, was du davon gehalten hast. In den nächsten paar Wochen werden Videos nach und nach kommen, die das Thema ein bisschen entfalten. Wenn das dich interessiert, dann kannst du den Kanal abonnieren und gespannt sein auf die Videos, die kommen.
Und wenn du in der Tiefe das nachlesen willst, ja, was ist das Evangelium und wie kann ich das in meinem Leben anwenden, wie kann das in meinen Alltag kommen und sogar bis darüber hinaus, dann kannst du mein Buch Weltgestalter vorbestellen. Das ist eine Mischung aus kreativen Geschichten, biblischen und gesellschaftlichen Impulsen und praktischen Anregungen für den Alltag. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr das Buch zum Beispiel bei Amazon, buch7.de oder bei SCM Shop vorbestellen. Sonst habe ich noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.